Ramadan Tag 12, Montag. Wir haben es jetzt 14 Uhr. Ich habe euch wieder mal nicht mitgenommen zu Sahur, also zum nächtlichen Frühstück. Das sieht eigentlich relativ fast täglich gleich aus, weil wir versuchen auch immer, dass kein Fladenbrot übrig bleibt. Deswegen gibt es das meistens zum Frühstück mit Ei, bisschen Tomate, Gurke, sowas halt. Und ja, nach dem Morgengebet legen sich die meisten schlafen, außer mir. Ich schneide dann in der Zeit immer das Video. Das habe ich auch wieder heute gemacht, bis circa kurz nach 8 Uhr morgens war ich dann fertig. Alhamdulillah, habe es eben hochgeladen. Und dann lege ich mich immer noch mal ein bisschen hin und habe dann bis ja, kurz vor 12 geschlafen. Da hat mich dann Medium angerufen. Die hat nämlich bei ihren Cousinen übernachtet. Und die hole ich jetzt schnell ab, weil ich rausgehe. Ich muss nämlich kurz zur DM. Ich brauche nur ein paar kleine Sachen. Ich habe keine Spülmaschinentabs mehr. Was wollte ich noch? Ja, einfach ein paar Kleinigkeiten. Ich schaue mal, vielleicht hole ich irgendwie nochmal frische Früchte oder so. Ich hätte jetzt Lust, heute wieder so ein Becherdessert zu machen. Ansonsten gibt es heute, was sehr leckeres, ich freue mich darauf, Hähnchenschnitzel. Die gibt es heute schön mit Kartoffeln. Ich weiß nicht, ob ich Kartoffelpüree oder so einfach gekochte Kartoffeln mache. Muss ich mal gucken. Und dann mein Gurkensalat dazu. Also die Kombi, dieses Hähnchenschnitzel mit Kartoffelpüree und dem Gurkensalat. Oh, da läuft mir jetzt schon das Wasser am Mund zusammen. Oh, lecker. Und als Vorspeise gibt es eine Zucchini-Creme-Suppe. Genau, wir schauen, ob wir eben noch einen kleinen Nachtisch machen. Vom Zitronenkuchen von gestern, guck mal, so ein kleines Stück übrig geblieben. Ja, das ist halt, wenn man Big Family ist, dann wird schnell alles gegessen. Aber das finde ich auch schön, weil gerade auch sowas wie Backen und so lohnt sich bei uns super, weil wird halt alles aufgegessen. Alhamdulillah. Ich flitze jetzt los. Achso, übrigens, falls ihr das Video gestern gesehen habt, wenn nicht, schaut euch natürlich an. Ihr habt ja hier eine ganze Playlist mit den ganzen Ramadan-Vlog-Tagen. Wir haben, Alhamdulillah, seit gestern wieder Heizung und warmes Wasser. Also mit der Heizung komme ich klar. Die hatte auch nicht mal angemacht. Ich schimpfe immer so, ja, spar mal, brauchst nicht anmachen, es ist nicht so kalt. Zieht euch Pullis an. So wisst ihr, ich bin da voll im Sparmodus. Aber ja, ohne warmes Wasser wird es natürlich sehr schwierig, wenn man duschen will. Oder gerade bei uns, wir nehmen ja öfters am Tag eine Gebetswaschung. Und ja, gerade so morgens oder nachts ist es dann halt ja mit so eiskaltem Wasser dann die Gebetswaschung zu machen. Ist schon nicht einfach. Deswegen, Alhamdulillah, wir haben wieder warmes Wasser. Das war genau das Problem, was wir vermutet hatten. Da war einfach diese eine Düse verstopft. Haben sie auseinandergebaut, gereinigt, die da eingesetzt. Und jetzt funktioniert wieder alles. Ich flitze kurz los, komme wieder und dann legen wir hier in der Küche wieder los. Ich fange an mit den Hähnchenschnitzeln und so zeige ich euch, wie ich das so mache. Ich finde das super praktisch auch zum Vorbereiten. Und zwar mache ich hier jetzt in eine Schüssel Eier mit Gewürzen rein, schneide die Hähnchenschnitzel, also in Schnitzel halt, und packe die immer da rein in die Soße sozusagen, also in das gewürzte Ei und lasse das so ziehen. Also das könnt ihr echt super vorbereiten, ein paar Stunden. So zieht auch, finde ich, der ganze Geschmack ins Hühnchen rein. Und danach werde ich die nur panieren. Also ich mache auch nicht diese 3 Schritte, dass ich Mehl mache, Ei und dann Paniermehl, sondern ich mache das wirklich nur mit dem Ei hier und dem Paniermehl. Ich lasse die Hähnchenbrust auch immer so leicht noch angefroren. Ich finde, dann lässt sie sich besonders gut schön fein schneiden. Zeige ich euch gleich. Aber jetzt mache ich erstmal die Eier hier rein, mache die Gewürze rein und dann schneide ich das Hühnchen hier rein. Und dann kann es eben da drinnen noch bis zum kurz vorm Ende, bis es zum Braten geht, schön ziehen. Ah! Das Ei ist in die falsche Schüssel gefallen. Auch gut. Hauptsache eine Schüssel und nicht woanders. Zu den Eiern gebe ich immer so eine Hähnchengewürzmischung rein. Da gibt es ja mal ganz viele, könnt ihr schauen. Also ruhig viel, weil das gibt ja dann den ganzen Geschmack sozusagen. So, ich glaube, Salz brauche ich jetzt nicht mehr so viel, weil da auch schon Salz drin ist. Also ein bisschen noch was Pfeffer.
Also wie gesagt, ich finde immer, die Hähnchenbrüste lassen sich besonders gut schneiden, wenn die noch so leicht eingefroren sind. Dann kann man immer so besonders schöne Schnitzel schneiden. So, dann sind die nämlich schön dünn. Und dann einfach rein da in das gewürzte Ei. Seht ihr das? So richtig, richtig feine, dünne Schnitzel werden das dann. Das sollte schon ein bisschen angetaut sein, aber halt, ne, voll praktisch. Weil sonst, finde ich, lässt sich Hähnchenbrust immer so schwer schneiden, weil die so glibberig ist. Und wir hatten in dem einen Video, wo ich auch mit Hähnchen gekocht hatte, da hatten mir 1, 2 geschrieben, man soll kein Fleisch auf Holzbrettern schneiden. Das habe ich noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, ob da was dran ist. Ich mache das schon seit Jahren so, dass ich Fleisch auf Holz schneide. Soweit ich weiß, ist halt Holz so am besten, was so Hygiene angeht. Ich meine, ich wasche das gründlich und desinfiziere das halt danach immer. Also es ist auf jeden Fall hygienischer als jetzt die Kunststoffbretter. Weiß ich nicht, was da dran ist. Oder ob man dann besser auf dem Marmorbrett schneidet. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir uns noch nicht vergiftet und leben alle. Alhamdulillah. Also keine Ahnung. Wie gesagt, seit Jahren, ich schneide immer auf Holzbrettern. Reinige die immer regelmäßig gut. Von daher, keine Ahnung. Seht ihr das? Ach, so perfekt, ich sag's euch. So schöne, dünne, kleine Schnitzelchen. Ein paar Kinder schnippeln mir gerade schon die Kartoffeln. So, danach einfach das hier schön vermengen mit dem Ei. Das ist auch genug, auch wenn es so wenig aussieht. Das benetzt sich überall. Wenn die jetzt noch ein bisschen auftauen, dann sind die auch noch mal weicher. Also das könnt ihr sehr gut vorbereiten am Morgen und dann einfach in den Kühlschrank packen. Und dann kann das nämlich schön durchziehen. Deckel zu und das kann jetzt warten, bis es ans Braten geht. Für die Zucchini-Cremesuppe brauchen wir natürlich Zucchini, dann Kartoffeln, Zwiebel, Knoblauch spitze ich vorher mit an, mache so eine ganz leichte Mehlschwitze, also dass es noch ein bisschen dann cremiger wird. Gebe was von meiner selbstgemachten Gemüsebrühe, ein paar Gewürze, wird alles schön weich gekocht und temperiert, aber ich zeige euch die Schritte. Ich habe hier etwas Butter und Öl erhitzt. Darin brate ich jetzt die Zwiebeln und den Knoblauch an. Ich gebe da auch nach und nach ein bisschen von der Zucchini rein, damit ihr auch so ein bisschen anbratet. Das gibt ein bisschen mehr Röstaromen. Gleich. Wenn die Zucchini, Zwiebel, Knoblauch etwas angebraten sind, geben wir so ein bisschen Mehl dazu. Das macht die Suppe später einfach ein bisschen cremiger. Dann kommt auch schon meine Gemüsepaste mit rein. Wenn ihr die nicht habt, dann einfach Gemüsebrühe. So. Gießen wir kochendes Wasser rauf. Schön viel. Dann 4. So, ich schaue danach mit der Konsistenz, wenn ich die püriere, ob ich da noch ein bisschen mehr Wasser reingebe. Schauen wir mal. Das riecht aber schon mal sehr lecker.
Wir können auch schon mal etwas würzen mit Salz. Nicht zu viel. Die Gemüsebrühe hat ja schon Salz und Pfeffer. Man könnte jetzt noch jegliche an Kräuter oder irgendwas mit reingeben, aber ich lasse die jetzt so clean. Die Sahne geben wir dann zum Schluss, wenn wir die pürieren. Also jetzt erstmal alles weich kochen und dann schauen wir später. Für den Gurkensalat benötigen wir natürlich Gurken und Joghurt hauptsächlich. Ich mache noch einen Becher Schmand rein, also eigentlich passt es sehr gut, aber wenn ich den nicht da habe, dann reicht auch Joghurt vollkommen, vor allem wenn ihr so einen schön cremigen, sahnigen Joghurt habt. Dann wird das Ganze mit Salz, Pfeffer gewürzt, Knoblauch, je nach Geschmack, wie viel man mag. Und frischer Dill, ihr könnt aber auch getrockneten Dill nehmen oder gefrorenen. Ich habe jetzt frischen da, der kommt dann auch noch rein. Die Gurken sind gewaschen, die werde ich jetzt nur noch richtig in dünne Scheibchen hobeln. Ich habe hier noch ein bisschen Rest Joghurt, den gebe ich auch noch mit rein. Schön auskratzen. Ja, ich glaube, ich gebe da ruhig den ganzen und den Becher Schmand, den Dill, Salz, Pfeffer, Knuffi, jetzt einfach alles zusammenmischen. Jetzt nur noch die Gurken fein hobeln. Ich mache das immer mit so einem, ja, mit so einem Hobelding. Kann ruhig ein Ticken dicker. So. Jetzt das Ganze nur noch verrühren und fertig ist der Gurkensalat. Dann schauen wir mal, was die Suppe macht. Kannst du mir den Pürierstab einmal geben? Danke. Die duftet so lecker. Das riecht wirklich sehr, sehr gut. Ich schaue mal, ob die Kartoffeln durch sind. Ja, ist alles schön weich. Dann geben wir jetzt etwas Sahne hinein. Das jetzt reicht, ob ich noch ein bisschen mehr reinmache. Ich glaube sogar dieser Klecks genügt, oder? Ich schau mal, ich püriere die mal erstmal. Dann schauen wir mal. Oh, die ist perfekt von der Konsistenz. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Ich glaube, das reicht auch mit der Sahne. Der Klecks muss ja jetzt nicht so sahnig sein. Ja. Und jetzt haben wir hier die fertige Zucchini-Cremesuppe.
Ich habe jetzt in die Pfanne Butterschmalz gegeben. Und wie ihr seht, ich mache die halt nicht so dick paniert. Das reicht schon, weil die auch so schön dünn sind. Brauchen auch nicht lange in der Pfanne. Aber die Suppe von gerade eben, so lecker geworden. Ich habe ja schon öfters gemacht, aber ohne Abschmecken, ne? Die heute von der Konsistenz und die war so cremig, so schön. Ihr müsst die unbedingt mal ausprobieren. Auch wenn ihr keine Zucchini mögt, probiert die Suppe. Ihr werdet sehen, die war so lecker. Aber das liegt auch wirklich, merke ich auch daran, an dieser Gemüsepaste. Die gibt jedem Essen so, wenn ich das in die Suppe mache, so nochmal so einen leckeren Geschmack. Es macht so einen Unterschied, als wenn ich immer diese gekörnte Gemüsebrühe benutzt habe. Ey! Finger weg, Finger weg! Meinte, sehr interessant und faszinierend, die Ramsdamm-Bräuche. Was? Sehr schön, dass ich nicht die Einzige bin, die sich entweder verplappert, ne, was war das, am ersten Ramadan-Tag oder so, Ramadan habe ich gesagt, dann letztens beim Untertitel habe ich Ramadan geschrieben. Ne, ich habe das gar nicht gesehen, Meriem hat mir das danach geschickt, guck mal an, ne, ich habe so gelacht, ne, und jetzt lese ich auch gerade die Ramsdan-Bräuche. Alte Bär. Guten Morgen, ich wollte gerade anfangen, das Video zu schneiden und da ist mir aufgefallen, dass ich mich von euch gar nicht verabschiedet habe gestern. Ich war schon ganz schön K.O., muss ich sagen. Aber ich dachte, ich verabschiede mich jetzt. Wir haben es jetzt morgens 15 Uhr, Dienstag. Heute seht ihr inshallah dieses Video. Aber bevor ich mich verabschiede, wollte ich noch mal auf eine Sache kurz eingehen. Die betrifft eigentlich hauptsächlich hier meine muslimischen Zuschauer. Für die ist das Thema eher interessant. Nicht-Muslime werden das Thema jetzt ein bisschen nicht ganz vielleicht verstehen. Aber ich versuche es so zu erklären, dass jeder das versteht. Weil das habe ich schon öfters gehabt, deswegen bin ich oft so, dass ich so ungern mal meinen Einkauf zeige und all solche Sachen, weil ich dann immer wieder die gleichen Kommentare lese, was etwas anstrengend ist. Also bei uns Muslimen ist es so, wir haben ja vieles, was uns verboten ist, zu essen, ne, oder zu trinken, solche Sachen wie Alkohol oder Schweinefleisch, das kennt man. Und dann gibt es bestimmte Themen, die gehen dann nochmal so intensiver. Und heutzutage auch durch TikTok und so gehen viele Dinge so viral, wo man sagt, ja, das ist Haram, das darf man nicht essen, hier ist, keine Ahnung, irgendein Zusatzstoff drin, bla bla bla. So, bei uns Muslimen ist es so, wir haben 4 Rechtsschulen. Wir haben einmal die hanifitische, die malikitische, die hambalitische und die, wie war die andere? Und die schafitische Rechtsschule. Das sind 4 Rechtsschulen für Muslime und jeder Muslim sollte sich nach einer Rechtsschule richten. Weil es gibt eben zu bestimmten Themen so Meinungsverschiedenheiten. Denn wie gesagt, man hat ja nicht jetzt alles im Koran, jede einzelne Detail stehen, was jetzt so genau verboten oder erlaubt ist. Und deswegen gibt es diese 4 Rechtsschulen, die alle richtig sind und schauen zu jeden einzelnen Sache, was die dazu sagt. Das sind unterschiedliche Sachen, das hat mit solcher Gebetswaschung zu tun, was jetzt die Gebetswaschung zunichte macht und so weiter. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Themen und dazu gehört halt eben auch die Ernährung und das sollte man wissen. Man sollte halt sich nicht aus jeder Rechtsschule was auspicken, was einem gerade gefällt, sondern sagen zum Beispiel,
wir richten uns nach der hanefitischen Rechtsschule und schauen da eben immer einzeln, was ist da für uns. Ne? Weil es gibt dann immer wieder so Kommentare, oh, du benutzt das ist ja aus Branntwein, das ist Branntweinessig, den dürfen wir nicht verzehren, der ist nicht halal. Oder wie auch jetzt im letzten vorletztes Video war das, wo ich die Gemüsepaste gezeigt habe, da waren ganz viele Kommentare, das ist doch Parmesan, da ist tierischer Lab, das ist nicht halal, das ist haram, das darf man nicht verzehren. Und deswegen wollte ich hier einmal sagen, schaut bitte da immer jeweils selber nach eurer Rechtsschule und da eben, was die Rechtsschule zu den bestimmten Themen sagt. Also deswegen nicht das, was irgendwie irgendwo mal ihr gesehen habt bei TikTok oder sonst irgendwas, sondern schaut immer bitte da. Ich kann euch gerne die Webseite hier verlinken, wo das immer zu den verschiedenen Themen steht, wie zum Beispiel Essig. Also nach unserer hanefitischen Rechtsschule kann man jeden Essig verwenden, auch wenn das ein Weinessig ist, ne? Weißweinessig, Balsamico-Essig, das sind alles Essige umgewandelt aus Wein. Und unsere hanefitische Rechtsschule sagt, die sind vollkommen in Ordnung, es ist ein umgewandeltes Produkt, deswegen dürfen wir das verzehren. Und es gibt aber auch andere Rechtsschulen, die eben das als Haram einstufen. Also da ist es halt, wie gesagt, wichtig. Und deswegen sollte man da auch ein bisschen vorsichtig sein und nicht immer überall, ja, das ist Haram, das darfst du nicht verzehren, sondern wie gesagt, wenn man weiß, man richtet sich nach einer Rechtsschule, dann ist das vollkommen in Ordnung. Zum Beispiel auch genauso hatte ich hier das Thema Lab. Es gibt Rechtsschulen, die stufen das als Haram ein, weil das aus den Magen von Kälbern meistens hergestellt wird. Und wenn das Fleisch, eben wenn das Tier nicht islamisch geschächtet ist, dann gilt das als Haram. Die hanefitische Rechtsschule sagt aber, auch nach dem Tod des Tieres lebt dieses Enzym weiter. Und deswegen, weil es ein lebendes Enzym ist, kann man das laut der hanefitischen Rechtsschule eben verzehren. Und deswegen verzehren wir auch tierisches Lab und in dem Sinne auch Parmesan. So, genau so, deswegen diese Seite ist ganz gut, da könnt ihr wirklich nachlesen, nach jeder Rechtsschule, welche Aussage zu jedem Produkt ist, zum Beispiel auch Kamin. Kamin ist bei jeder, aber das ist zum Beispiel bei unserer Rechtsschule eben nicht als halal, bei der hanefitischen, da eben diese ganze Laus verwendet wird. Aber zum Beispiel Schellack, dadurch, dass es eine Ausscheidung ist eben von irgendwelchen, was waren das, auch irgendwelche Läuse oder Dings, zählt es wie bei den Bienen, die ja auch durch seine Ausscheidungen Honig entsteht und so weiter. Also wie gesagt, sehr langes Thema zu jeder Dings. Ich verlinke euch einfach mal in der Infobox diese Seite, da kann das jeder nachlesen. Aber schaut da eben, wie gesagt, nach welcher Rechtsschule richtet ihr euch und dementsprechend könnt ihr das machen, anstatt dass man halt immer anderen schreibt, ja, das ist Haram, das ist Halal, ne? Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Also so viel zu dem Thema, weil das ist schon etwas, wir haben schon in unserer Familie immer Leute gehabt, die sich mit jedem Thema beschäftigt haben, die immer wieder auch Produkte, ne, damals auch, heutzutage ist es ja schon viel einfacher, ne, dadurch, dass wir auch zum Beispiel sehr viele Leute haben, die vegan sind und so weiter, hat sich auch die Industrie sehr angepasst, dass eben auf vielen Produkten mittlerweile vegetarisch oder vegan draufsteht und sowas. Das hat uns viel erleichtert, ja. Wenn ich noch überlege, so vor 10, 15 Jahren, da haben wir regelmäßig eben Firmen angeschrieben und so weiter, um genau zu fragen, was in welchen Produkten steckt und so, damit man ja weiß, was man alles essen kann. Ich bin immer der Meinung, ach, ist nicht wichtig, man muss nicht alles essen, ja, es ist manchmal bei manchen Dingen so, gerade jetzt so Süßigkeiten oder so, wenn wir uns da unsicher sind. Miriam hat zum Beispiel auch immer auf dem Handy ihre Halal-Check, also gibt es auch so eine App, da kannst du mal Produkt scannen und dann sagt er dir auch, ob es Halal ist oder nicht. Und da ist ja auch zum Beispiel immer umstritten, zum Beispiel auch dieses, dass viele sagen, ja, es ist Haram, weil da Aroma drin ist und Aromen werden meistens so im Labor hergestellt und die sind dann auf Basis von Ethanol, also auch Alkohol. Und da sagen auch halt viele, ist Haram. Laut unserer Rechtsschule ist es halt eben nicht Haram und deswegen, wie gesagt, soll da halt jeder für sich schauen und drauf achten und dann natürlich immer schön lesen,
Und das machen wir halt schon immer. Ich kenne das schon halt, wie gesagt, seit ich konvertiert bin und wir uns schon immer mit solchen Themen beschäftigt haben, was so in Produkten steckt und was man verzehren kann und was nicht. Man sollte das natürlich immer aktualisieren, aber wie schon gesagt, Gott, jetzt habe ich aber lang gesprochen. Schaut da nach euren Rechtsschulen und dann soll das halt jeder für sich entscheiden, aber dass ihr da Bescheid wisst, dass man da halt nicht, ja, nicht dann anderen Leuten sozusagen auch unterstellt, dass man jetzt Haram ist sozusagen, ne? Das ist schon ein bisschen unangenehm. Gut, ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen auch aufklären zu dem Thema. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog wieder, den ihr dann morgen inshallah seht. Ich mache jetzt hier euer Video fertig. Also meine Lieben, gute Nacht wollte ich schon sagen, aber nee, ich verabschiede mich hier. Ihr findet natürlich wie immer hier Playlist und Abo-Button und so weiter. Falls ihr irgendein Video verpasst habt, dann schaut da gerne rein. Also ich verabschiede mich und bis zum nächsten Video.